Am 4. Juli 1776 erklärten 13 britische Kolonien in Nordamerika ihre Unabhängigkeit von Großbritannien. In der Unabhängigkeitserklärung stand der Satz: Alle Menschen sind gleich geschaffen. Diese Worte versprachen Freiheit und Gleichheit für alle. Doch schon damals widersprach die Realität diesem Ideal. In den südlichen Kolonien lebten Hunderttausende afrikanischer Sklaven, die als Eigentum weißer Besitzer galten. Die Sklaverei war ein zentraler Bestandteil der Wirtschaft im Süden, wo Plantagen für Tabak und Reis auf harter Zwangsarbeit basierten. Die Vereinigten Staaten entstanden als Bund freier Staaten, aber die Frage der Sklaverei spaltete sie von Anfang an. Im Norden entwickelte sich eine Industrie, die freie Lohnarbeiter brauchte. Die Sklaverei schwand dort allmählich, während sie im Süden wuchs. Die Verfassung von 1787 vermied das Wort Sklaverei und zählte jeden Sklaven als 3/5 einer Person für die Vertretung im Kongress. So gewannen die Südstaaten politischen Einfluss, obwohl sie weniger freie Bürger hatten. Der Kongress verbot den Sklavenhandel ab 1808, doch der interne Handel blühte auf. In den 1820er Jahren wurde die Spaltung deutlicher. Der Missouri-Kompromiss von 1820 teilte die neuen Territorien. Missouri trat als Sklavenstaat bei, Maine als Freistaat. Nördlich von 36 Grad 30 Minuten Breitengrad war Sklaverei verboten. Dieser Kompromiss hielt das Gleichgewicht zwischen Nord und Süd. Doch die Ausbreitung nach Westen, nach dem Mexikanischen Krieg von 1846 bis 1848, brachte neue Konflikte. Kalifornien wollte als Freistaat eintreten, was den Süden bedrohte. Der Kompromiss von 1850 versuchte, die Spannungen zu lösen. Kalifornien wurde Freistaat, aber Utah und New Mexico durften selbst über Sklaverei entscheiden. Der Sklavenhandel wurde in Washington verboten und ein strenges Gesetz zwang den Norden, entflohene Sklaven zurückzugeben. Dieses Fugitive Slave Act machte viele Nordstaatler wütend, da sie nun Sklavenjäger unterstützen mussten. Der Kompromiss verschärfte die Debatte, statt sie zu beenden. Im Süden wuchs die Baumwollproduktion rasant. Die Erfindung der Baumwollentkörnungsmaschine 1793 machte den Anbau profitabel. Bis 1860 produzierten Sklaven 9/10 der weltweiten Baumwolle. 4 Millionen Sklaven, 1/5 der US-Bevölkerung, lebten unter brutalen Bedingungen. Sie arbeiteten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Feldern, oft mit Peitschenhieben bestraft. Familien wurden getrennt verkauft und Aufstände, wie der von Nat Turner 1831, bei dem 55 Weiße starben, führten zu härteren Gesetzen. Im Norden entstand eine Abolitionsbewegung. William Lloyd Garrison gründete 1831 die Zeitung The Liberator, die Sklaverei als Sünde brandmarkte. Frederick Douglass, ein entflohener Sklave, wurde ein berühmter Redner und Autor. Er beschrieb in seiner Autobiografie die Schläge und Demütigungen, die er erlitten hatte. Harriet Tubman floh 1849 und half hunderte Sklaven über den Underground Railroad zu entkommen, ein Netzwerk geheimer Routen nach Norden oder Kanada. Harriet Beecher Stowe veröffentlichte 1852 den Roman Onkel Toms Hütte. Das Buch zeigte das Leid der Sklaven und verkaufte sich in Millionenauflagen. Abraham Lincoln soll später zu Stowe gesagt haben: Sie haben diesen großen Krieg mit ihrer Feder und Tinte entfesselt. Im Süden wurde das Buch verboten und die Abolitionisten galten als Fanatiker. Im Mai 1856 hielt der Senator Charles Sumner eine Rede im Kongress, in der er die Sklaverei als Schande angriff und den Senator von South Carolina, Andrew Butler, verspottete. 3 Tage später stürmte Butlers Neffe, der Abgeordnete Preston Brooks, in den Senat und prügelte Sumner mit einem Stock bewusstlos. Brooks wurde im Süden als Held gefeiert und erhielt neue Stöcke als Geschenke. Im Norden druckten Zeitungen die Rede in Millionenauflagen und forderten Brooks Verhaftung. Der Vorfall polarisierte das Land endgültig. Das oberste Gericht urteilte 1857 im Dred Scott-Fall: Sklaven galten nicht als Bürger und hatten keine Rechte. Der Kongress konnte Sklaverei nicht verbieten. Diese Entscheidung machte Abolitionisten rasend und stärkte die Republikaner, eine neue Partei gegen die Sklavereiausbreitung. Im Jahr 1858 debattierten Abraham Lincoln, ein Anwalt aus Illinois, und der Demokrat Stephen Douglas um einen Senatssitz.
Lincoln verlor, wurde aber landesweit bekannt. Er sagte: „Ein geteiltes Haus kann nicht bestehen." John Brown, ein Abolitionist, plante 1859 einen Aufstand. Er überfiel mit 21 Männern das Waffenarsenal in Harpers Ferry, Virginia, um Sklaven zu bewaffnen. Der Angriff scheiterte. Brown wurde gefasst und geengt. Im Norden galt er als Märtyrer, im Süden als Verräter. Seine Hinrichtung am 2. Dezember 1859 verstärkte die Furcht vor Sklavenaufständen. Die Spannungen kulminierten in der Präsidentschaftswahl 1860. Die Demokraten spalteten sich. Douglas für den Norden, Breckinridge für den Süden. Die Republikaner nominierten Lincoln, der Sklaverei ablehnte, aber versprach, sie im Süden nicht anzutasten. Lincoln gewann mit 40% der Stimmen, hauptsächlich durch Nordstaaten. Der Süden sah darin eine Bedrohung. Am 20. Dezember 1860 sezierte South Carolina sich aus der Union. Es folgten Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana und Texas. Diese 7 Staaten gründeten die Konföderierten Staaten von Amerika, mit Jefferson Davis als Präsidenten. Sie rechtfertigten die Sezession mit dem Recht der Staaten auf Selbstbestimmung. Doch der Kern war die Verteidigung der Sklaverei. Lincoln wurde am 4. März 1861 vereidigt. In seiner Antrittsrede warnte er vor der Zersplitterung, versprach aber, keine Sklaven zu befreien. 4 Tage später fielen konföderierte Truppen in Fort Sumter in South Carolina ein. Nach 34 Stunden Bombardement ergab sich die Unionsgarnison. Am 15. April rief Lincoln 75.000 Freiwillige zu den Fahnen. Der Bürgerkrieg hatte begonnen. Der Norden hatte 22 Millionen Einwohner, der Süden 9 Millionen, davon 4 Millionen Sklaven. Die Union besaß mehr Fabriken und Eisenbahnen, die Konföderierten mehr Baumwolle und Kampferfahrung. Beide Seiten dachten, der Krieg würde schnell enden. Virginia, Arkansas, Tennessee und North Carolina sezidierten sich nun auch. 11 Staaten standen gegen die Union. Die erste große Schlacht fand am 21. Juli 1861 bei Bull Run statt. Unionssoldaten marschierten auf Manassas Junction zu, nur 50 Kilometer von Washington entfernt. Zivilisten fuhren hin, um das Spektakel zu sehen. Die Konföderierten unter General P.G.T. Beauregard und Thomas Jackson, später Stonewall genannt, schlugen zurück. Die Union floh in Panik und Zivilisten flohen mit. Über 800 Tote und Tausende Verwundete zeigten, der Krieg würde blutig werden. Lincoln ernannte George B. McClellan zum Oberbefehlshaber der Potomac-Armee. McClellan war vorsichtig, trainierte seine Truppen monatelang, statt anzugreifen. Im Westen siegte Ulysses S. Grant bei Fort Donelson und Shiloh. Die Union kontrollierte Teile des Mississippi, doch im Osten stockte es. McClellan landete 1862 mit 100.000 Mann in Virginia, um Richmond zu erobern, die konföderierte Hauptstadt. Robert E. Lee, ein erfahrener General aus Virginia, übernahm das Kommando der Konföderierten. Er war loyal zur Union gewesen, wählte aber seinen Heimatstaat. Lee trieb McClellans Armee zurück in der 7-Tage-Schlacht. McClellan zog sich nach Washington zurück, obwohl er zahlenmäßig überlegen war. Lincoln entließ ihn später. Am 17. September 1862 kam es zur blutigsten Einzeltagesschlacht bei Antietam Creek. 30.000 Tote und Verwundete lagen auf dem Feld. Lee zog sich zurück, McClellan verfolgte ihn nicht. Diese Pattsituation gab Lincoln die Gelegenheit. Am 22. September verkündete er das vorläufige Emanzipationsproklamation. Ab 1. Januar 1863 sollten alle Sklaven in konföderierten Gebieten frei sein. Das Proklamation änderte den Krieg. Es ging nun um Freiheit, nicht nur um Union. Sklaven flohen massenhaft zu Unionslinien. Im Süden nannte Davis es eine Barbarei. Die Union rekrutierte nun auch schwarze Soldaten, die tapfer kämpften, obwohl sie weniger Lohn bekamen. Der Süden hoffte auf Hilfe von Europa. Baumwolle war für britische und französische Fabriken essentiell. Davis stoppte Exporte. Doch der King-Cotton-Plan scheiterte. Großbritannien fand Alternativen in Ägypten und Indien. Im Sommer 1863 wagte Lee einen Vorstoß in den Norden.
Bei Gettysburg in Pennsylvania stießen 165.000 Soldaten aufeinander. Über 3 Tage starben 51.000. Am 3. Tag schickte Lee 12.000 Mann in einen Sturmangriff. Pickett's Charge. Sie scheiterte an Unionskanonen. Lee floh, der Süden verlor den Schwung. Die Niederlage bei Gettysburg bedeutete einen Wendepunkt im Bürgerkrieg. General Robert E. Lee hatte gehofft, durch den Einfall in den Norden die Moral der Union zu brechen und vielleicht sogar Friedensverhandlungen zu erzwingen. Stattdessen verlor die Konföderation über 28.000 Soldaten, während die Union etwa 23.000 Mann zu beklagen hatte. Der Rückzug Lees nach Virginia war geordnet, aber die Verluste schwächten seine Armee nachhaltig. Im Norden feierte man den Sieg als Beweis, dass die Rebellion besiegt werden konnte. Präsident Abraham Lincoln ernannte kurz darauf George G. Meade zum Kommandeur der Potomac-Armee. Doch er war enttäuscht, dass Meade Lee nicht energisch verfolgte. Gettysburg war nicht die einzige entscheidende Schlacht dieses Sommers. Am 4. Juli 1863 ergab sich die konföderierte Festung Vicksburg am Mississippi an Ulysses S. Grant. Nach einer langen Belagerung kapitulierten 30.000 Soldaten unter General John Pemberton. Diese Kapitulation teilte die Konföderation in 2 Teile und gab der Union die Kontrolle über den wichtigsten Fluss des Landes. Grant hatte mit List und Ausdauer gesiegt. Er hatte die Stadt umzingelt, die Bewohner zum Hunger getrieben und schließlich die Verteidiger zum Aufgeben gezwungen. Der Sieg bei Vicksburg, kombiniert mit Gettysburg, zerstörte die Hoffnungen des Südens auf eine schnelle Entscheidung. Die Auswirkungen des Emanzipationsproklamations vom 1. Januar 1863 wurden nun spürbar. Das Dokument hatte alle Sklaven in den sezessionistischen Staaten für frei erklärt, ohne jedoch die Sklaverei in den Grenzstaaten anzutasten. Es war eine militärische Maßnahme, die Lincoln nach dem Sieg bei Antietam erlassen hatte, um die Konföderation zu schwächen. Sklaven flohen nun in Massen zu den Unionstruppen, die sie als Kontrabanden bezeichneten. Diese Flucht entzog dem Süden Arbeitskräfte für Plantagen und Festungen. Gleichzeitig öffnete das Proklamation den Weg für den Eintritt schwarzer Soldaten in die Unionsarmee. Bis Kriegsende dienten rund 180.000 Afroamerikaner in der Union, viele davon ehemalige Sklaven. Sie bildeten eigene Regimenter, wie das berühmte 54. Massachusetts Infanterieregiment. Diese Soldaten kämpften oft in den gefährlichsten Positionen, erhielten aber zunächst nur die Hälfte des Lohns ihrer weißen Kameraden. Trotz Diskriminierung bewiesen sie ihren Mut in Schlachten wie Port Hudson oder Fort Wagner. Die Konföderation reagierte mit Härte. Schwarze Kriegsgefangene wurden nicht als Soldaten, sondern als Aufständische behandelt und hingerichtet. Dennoch trugen diese Truppen entscheidend zur Unionsstärke bei und verkörperten den Wandel des Krieges von einer Auseinandersetzung um die Union zu einem Kampf gegen die Sklaverei. Im Süden wuchs die Verzweiflung. Die Blockade der Union verhinderte Importe und die Zerstörung von Plantagen durch entflohene Sklaven lähmte die Wirtschaft. Präsident Jefferson Davis versuchte, Sklaven für die Konföderation zu rekrutieren, was viele weiße Bürger ablehnten, da es die Grundlage ihrer Gesellschaft bedrohte. Die Armeen litten unter Mangel an Vorräten, Uniformen und Medikamenten. Krankheiten wie Ruhr und Typhus rafften mehr Soldaten hin als Kugeln. In Lagern wie Andersonville in Georgia starben tausende Unionsgefangene an Unterernährung und Seuchen. Das Lager fasste offiziell 10.000 Mann, beherbergte aber bis zu 33.000. Der Norden kämpfte ebenfalls mit Herausforderungen. Die Wehrpflicht von 1863 führte zu Unruhen, besonders in New York, wo irische Einwanderer gegen die Rekrutierung protestierten. Sie fürchteten, dass befreite Sklaven ihre Jobs als ungelerntes Personal übernehmen würden. Die Draft Riots dauerten 4 Tage, kosteten über 100 Leben und richteten sich gegen Schwarze, deren Häuser und Kirchen angezündet wurden. Die Armee musste einrücken, um die Ordnung wiederherzustellen. Diese Gewalt zeigte die Rassenspannungen selbst im Norden. Lincoln stand unter Druck. Seine Popularität sank, da der Krieg länger dauerte als erwartet. Viele Demokraten forderten Frieden auf Kosten der Sklaverei. Die Präsidentschaftswahl 1864 wurde zu einem Referendum über den Krieg. Lincolns Rivale war George B. McClellan,
der frühere General, den er entlassen hatte. McClellan versprach Frieden und kritisierte Lincolns Härte. Die Konföderation unterstützte heimlich die Friedensdemokraten, um Lincoln zu schwächen. Doch militärische Erfolge drehten das Blatt. William T. Sherman eroberte Atlanta am 2. September 1864, was Lincoln einen Wahlsieg mit 55% sicherte. Sherman plante nun einen kühnen Schlag. Statt die konföderierte Armee unter John Bell Hood zu verfolgen, wollte er Georgia verwüsten. Am 15. November 1864 verließ er Atlanta mit 62.000 Mann und marschierte zum Meer. Die Armee lebte vom Land, zerstörte Eisenbahnen, Brücken und Plantagen. Soldaten verdrehten Schienen um Bäume, um Reparaturen unmöglich zu machen. Die Zerstörung zielte auf die Kriegsfähigkeit des Südens. Getreidespeicher brannten, Mühlen explodierten, Baumwollfelder loderten. Zivilisten litten unter der Plünderung, doch Sherman sah es als notwendiges Übel, um den Willen zum Kampf zu brechen. Der Marsch dauerte 6 Wochen und endete am 21. Dezember in Savannah. Sherman telegrafierte Lincoln: „Ich präsentiere Ihnen Georgia als Weihnachtsgeschenk." Die Stadt ergab sich friedlich. Die Zerstörung belief sich auf hunderte Millionen $. Schienenstränge über 300 Meilen wurden unbrauchbar, Fabriken und Farmen vernichtet. Für den Süden war es ein psychologischer Schlag. Die Konföderation konnte ihre Bürger nicht schützen. Sherman befreite tausende Sklaven unterwegs, die sich seiner Armee anschlossen. Viele starben jedoch bei der Flucht, wie am Ebenezer Creek, wo eine Brücke zerstört wurde und Hunderte ertranken. Aus Savannah zog Sherman nach South Carolina, dem Ursprung der Sezession. Die Zerstörung dort war noch gnadenloser. Columbia brannte nieder, Plantagen wurden geplündert. Die Armee erreichte North Carolina, wo Joseph E. Johnston kapitulierte. Im Osten belagerte Grant Petersburg seit Juni 1864. Die Union hatte die Stadt umzingelt, eine Linie von Gräben über 30 Meilen lang errichtet. Es war ein Vorläufer des Schützengrabenkriegs des Ersten Weltkriegs. Beide Seiten gruben sich ein, feuerten Artillerie und führten Ausfälle. Die Mine von Petersburg im Juli 1864 scheiterte. Unionstruppen sprengten eine Mine unter konföderierten Linien, stürmten aber unkoordiniert und erlitten hohe Verluste. Der Belagerungskrieg kostete tausende Leben durch Kämpfe, Hunger und Krankheiten. Grant dehnte die Linie aus, schnitt Versorgungswege ab. Lee verlor täglich Männer durch Desertion und Tod. Im März 1865 brach die Linie bei Fort Stedman, doch es war zu spät. Am 25. März fiel Petersburg. Lee evakuierte Richmond. Die konföderierte Hauptstadt brannte, als Truppen Magazine anzündeten. Davis floh, die Regierung zerfiel. Lee versuchte mit seiner Armee von 25.000 Mann nach Westen zu entkommen, um sich mit Johnston zu vereinen. Grant verfolgte ihn gnadenlos durch Regen und Schlamm. Am 9. April 1865 umzingelte Grant Lees Truppen bei Appomattox Courthouse. Ein Parlamentär mit weißer Flagge brachte Lees Brief. Die Konföderation ergab sich. Die Generäle trafen sich im McLean-Haus. Lee in sauberer Uniform, Grant in Schlammkleidung mit Kopfschmerzen. Grant bot milde Bedingungen. Offiziere behielten Pferde und Seitengewehre, Soldaten durften nach Hause. „Geht nach Hause und pflügt eure Felder", sagte er. Keine Rache, keine Prozesse. Über 90.000 Konföderierte legten die Waffen nieder. Die Nachricht verbreitete sich. Johnston ergab sich am 26. April, andere folgten, bis Mai. Der Krieg forderte 620.000 Tote. Mehr als in allen anderen US-Kriegen zusammen. 3 Millionen Soldaten hatten gekämpft, Städte lagen in Trümmern, Plantagen zerstört. Der Süden war wirtschaftlich am Boden, der Norden siegreich, aber erschöpft. Lincoln plante Versöhnung. Südländer sollten schnell in die Union zurückkehren, schwarze Rechte geschützt werden. Am 14. April 1865, 5 Tage nach Appomattox, besuchte er das Ford-Theater in Washington. Der Schauspieler John Wilkes Booth, ein konföderierter Sympathisant, schoss ihm in den Hinterkopf. Lincoln starb am nächsten Morgen um 7:20 Uhr. Booth floh, wurde aber am 26. April getötet. Seine Komplizen, darunter Mary Surratt, wurden hingerichtet. Lincolns Tod schockierte die Nation.
Vizepräsident Andrew Johnson, ein Demokrat aus Tennessee, übernahm. Der Trauerzug von Washington nach Springfield, Illinois, zog Millionen Menschen an. Lincolns Ermordung verhinderte eine milde Rekonstruktion. Johnson, rassistisch und nachsichtig mit dem Süden, widersetzte sich Kongressplänen. Die Rekonstruktionszeit begann 1865 und dauerte bis 1877. Sie sollte die ehemaligen konföderierten Staaten reintegrieren und die Freiheit der 4 Millionen Afroamerikaner sichern. Der 13. Verfassungszusatz von 1865 schaffte die Sklaverei ab. Johnson vergab schnell Begnadigungen, erlaubte neuen Staaten die Rückkehr ohne Schutz für Schwarze. Der Süden erließ Black Codes, Gesetze, die ehemalige Sklaven als Landarbeiter banden, sie von Waffen- und Zeugnisverweigerung abhielten. Kongressrepublikaner, Radikale und Moderate reagierten mit dem Freedmen's Bureau 1865, das Bildung und Landhilfe bot. Der Kongress überstimmte Johnsons Veto, des Civil Rights Act 1866, der Bürgerrechte garantierte. Der 14. Zusatz von 1868 definierte Staatsbürgerschaft und Gleichschutz. Der 15. von 1870 das Wahlrecht für schwarze Männer. Die Reconstruction Acts 1867 teilten den Süden in Militärdistrikte, forderten neue Verfassungen mit schwarzen Rechten. In Staaten wie South Carolina gewannen Schwarze Sitze im Kongress. Hiram Revels wurde 1870 der erste schwarze Senator. Der Bürgerkrieg endete mit der Einheit der Nation. Doch die Wunden der Sklaverei und Ungleichheit blieben tief. Die Rekonstruktion scheiterte, aber ihre Verfassungszusätze legten den Grundstein für den späteren Kampf um Gerechtigkeit. Amerika lernte, Freiheit ist zerbrechlich und muss immer neu erkämpft werden.